Das ist wahrscheinlich ein sehr ungewöhnliches 100.000 Abo-Special, aber ich habe für jeden Abonnenten dieses Kanals ungefähr 1 Euro in kostenlose Bildung für euch gesteckt. Und heute möchte ich euch das ganze Projekt wieder zurückgeben. Ich spreche jetzt das erste Mal vollständig über über unsere Academy. Das Bildungsprojekt, das für mich das komplett kaputte Bildungssystem reparieren sollte. Ich spreche über die Entwicklung und die unfassbaren Steine, die mir von auch offiziellen Seiten in den Weg gelegt wurden, aber auch, was mit dem vielleicht dümmsten Projekt in der Geschichte aller YouTuber jetzt passiert. Und wir fangen ganz vorne an. Ich habe angefangen, YouTube-Videos zu erstellen, als ich mit dem Abitur 2012 fertig war. Andere waren feiern, ich habe etwa 50 Videos aufgenommen, die die Themen von Mathe in der Oberstufe erklären. Ich bin für mein Studium nach Karlsruhe gezogen und wollte meine damalige Nachhilfeschülerin aus der Schule nicht im Stich lassen. Damals habe ich übrigens auch aus Privatsphäregründen tatsächlich ohne Bild und mit Stimmverzerrer aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Serie zum Thema Mathe-Kursstufe. 2 Jahre lang habe ich den Kanal dann kaum mehr angerührt. Aber als ich gesehen habe, dass einige 100 Aufrufe auf den Videos waren, habe ich wieder angefangen. Programmierung, theoretische Informatik und relativ bald auch Hacking. Pentesting war meine Leidenschaft und ich war selbst gelegentlich an einigen Hackeraufträgen beteiligt. Aber YouTube mag das Thema nicht so richtig. Fast forward 2018. Ich habe mein Studium hinter mir und hatte mich entschlossen, den Kanal Vollzeit zu betreiben. Ich war in Australien und habe schon meine erste Stelle als Dozent an einer Hochschule bekommen. YouTube macht aber immer mehr Druck und kurz darauf muss ich über 150 Videos löschen, weil sie illegale Handlungen, eben Hacking, zeigen. Vulnerability Scans darf man nicht mehr ausführen, News darf man nicht mehr haben. Na gut, die guckt sich eh keiner an, weil es auch 5000 Klicks sind. Ne? Für mich ist sowas viel, okay? Hashcat darf man nicht mehr benutzen, QR-Codes darf man nicht mehr benutzen, Social Engineering darf man nicht mehr machen. Dazu kurz eine Anmerkung. All diese Tätigkeiten, die ich da gezeigt habe, führe ich auch als beauftragter Hacker vollkommen legal durch. Diese Art Aufträge, wie auch Beratung im Bereich IT-Sicherheit, habe ich aber auch schon im Studium und noch bis vor kurzem regelmäßig selbst angenommen, um neben YouTube noch was dazu zu verdienen. Das war allerdings dann doch ein sehr tiefer Tiefpunkt, denn ich hatte mir irgendwie zum Ziel gesetzt, etwas verändern zu wollen. Ein Bildungssystem, das mich in der Schule nicht fordern konnte, aber auch nicht fördern wollte. Das in meiner Uni-Zeit zutiefst unpersönliche Massenabfertigung war und das mich absolut nicht auf den tatsächlichen Arbeitsmarkt vorbereitet hat. Ich wollte und will es nach wie vor ändern. Es ist nach wie vor nicht besser. Wir haben Lehrermangel, es bröckelt überall und glaubt mir, meine Zeit als Dozent an mehreren Hochschulen hat mir Dinge gezeigt, die sind purer Wahnsinn. Gleichzeitig aber wurde das Löschen meiner Videos auch ein echter Höhepunkt für mich, weil mich einige von euch so hart unterstützt haben, dass ich mit meinem bis dahin größten Projekt beginnen kann. Der Academy. Lasst uns über Geld reden. Nach dem Video, wo ich meine Videos gelöscht habe, habt ihr mein Patreon geflutet. Ihr habt mir unfassbare Möglichkeiten dadurch gegeben, die so noch nie da waren. Ich konnte eigentlich recht sorgenfrei mir einige Stunden jede Woche reservieren, um über die Plattform nachzudenken, die es werden sollte. Die Academy war ursprünglich ein ziemlich unspezifischer Gedanke, ein Ort, an dem ich meine Videos veröffentlichen konnte, wie eine Art besseres, unzensiertes YouTube. Recht schnell wuchs das Projekt aber als eine Plattform, in der nicht nur ich, sondern viele Menschen zusammenkommen konnten, um sich gegenseitig fortzubilden. Wen interessiert denn, ob ein Blog-Eintrag zu Quantenkryptographie von einem 12-Jährigen geschrieben ist oder von einem 30-Jährigen, wenn er gut ist? Wir lernen alles voneinander, haben Stärken in manchen Gebieten und müssen in anderen nachbessern. Und wenn ich mir meine Lehrer von früher anschaue, dann haben wir da 3 Zwangsversetzte wegen sexuellen Delikten und einer, der seine Klasse wegen einem eventuell anstehenden Amoklauf regelmäßig im Klassenzimmer eingeschlossen hat. Übrigens mit diagnostizierter paranoider Schizophrenie. Dann bevorzuge ich den 12-jährigen Quantenphysiker. Den 12-jährigen Quantenphysiker. Den muss ich nämlich nur online treffen. Aber es gibt sowieso keine einzige Person, die alles weiß und kann. Warum also arbeiten wir nicht zusammen an einem großen Projekt, wo jeder das lernen kann, was er will? Ihr seht, ich beziehe mich schon jetzt nicht mehr nur auf Informatik. Das war schon da in meinem Kopf drin.
Es war aber schnell klar, dass keine bestehende Plattform meinen Ideen gerecht wird. Und um ehrlich zu sein, ich habe bis heute noch über 80 Ideen auf meiner Backlog-Liste, die ich gut finde und die ich umsetzen möchte. Aber so ein Projekt ist nun mal teuer. Und ich muss YouTube-Videos erstellen. Ich kann nicht den ganzen Tag coden, sonst stirbt der Kanal wegen Algorithmus. Zu dem Zeitpunkt hatte ich übrigens auf YouTube mit Patreon gemeinsam ungefähr ein monatliches Einkommen von etwa 2.500 Euro vor Steuern. Wer das deutsche System kennt, weiß, dass da am Ende noch vielleicht so 1,7 bei rumkommen. Das reicht aber eben nicht für viel. Und damit habe ich mich an die Planung gesetzt. Meist am Abend und natürlich jedes Wochenende. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, weiß, dass das vielleicht jetzt im Nachhinein nicht die beste Idee war. Ein halbes Jahr drauf bin ich in Therapie gegangen. Angststörung und Depression wegen Stress. Das war 2020. Oh boy. Was für ein weirder Turn in einem 100.000 Abo-Special. Naja, ich bin noch nicht fertig. Ich verspreche, es wird besser, bevor es dann wieder schlimmer wird. Denn der Kanal The Morpheus Tutorials, also mein anderer Kanal, wuchs und ich habe mit diesem Kanal hier angefangen. Durch Zufall, eine Reaction aufs Y-Kollektiv, wurden plötzlich Menschen auf mich aufmerksam, die ich davor nicht kannte. Ich bekam eine Anfrage von meinem Management, mit denen ich bis heute zusammenarbeite. Übrigens, ich habe mehrfach auch versucht, mit Funk zusammenzuarbeiten, aber das ist definitiv ein eigenes Video wert. Mein Management hat dann angefangen, mir die ersten Markendeals zu besorgen und ich konnte mir dadurch einen Cutter leisten, da sie einfach auch viel besser verhandeln können als ich. Einen Cutter einzustellen war ein Thema, das ich schon seit Monaten zu dem Zeitpunkt mit meiner Therapeutin als Lösung besprochen hatte. Da geht der Stress für mich runter und es bleibt mehr Zeit für mich. Für Cedric, den Mann hinter Morpheus. Zum Beispiel klarkommen mit den Entwicklungen. Damit, dass ich nicht nur meine Stimme nicht mehr verzerre, sondern mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Denn meine damalige Hochschule hatte mein Bild nicht gesperrt und mit meinem Namen veröffentlicht. Es war das erste Bild übrigens, das ich jemals ins Netz gegeben habe. Ich habe nicht mal ein Profilbild auf Signal gehabt. Und jetzt nehme ich hier mit einer professionellen Kamera für 100.000 Menschen auf. Das ist eine wahnsinnige Änderung und mittlerweile liebe ich es. Ich liebe es, dass ich so vielen interessierten Menschen Cybersecurity, KI und generell technische Themen näher bringen darf. Einen Cutter zu haben, hat mich definitiv krass entlastet und ich hatte mehr Zeit für mich. Und meine Academy. Ich habe Coachings und Trainings gemacht. Ich hatte Sprechunterricht, Mikrofon und Technik haben sich verändert, Beleuchtung wurde zumindest ein bisschen besser. Storytelling habe ich gelernt, Thumbnail-Design und ich habe es gehasst. Meine riesige Fratze auf den Bildern, nur um Leuten die Emotionen im Video zu vermitteln. Um meine Themen, die mir wahnsinnig wichtig sind, mehr zu verbreiten. Aber es hat funktioniert. Die Kanäle wuchsen weiter und ich konnte meinen ersten Freelancer bezahlen. Noch wenige Monate davor konnte ich gerade so mich selbst bezahlen von YouTube. Er, also der Freelancer, war Experte für WordPress und wir haben versucht, das gesamte Academy-Projekt auf WordPress umzusetzen, weil es vermeintlich schneller geht und günstiger ist. Mein Kernfeature war nach wie vor ein Real-Life-Skilltree, der zeigt, wie weit du wirklich in den Künsten der Informatik bist. Dann kannst du ja Jobs finden, die auf deinen Skills basieren und wenn du gut bist, automatisch anderen auch was beibringen. Die Entwicklung mit WordPress sollte einfach sein. Aber genau Kosten kannte ich keine, nur dass es mehr als 12.000 Euro werden. Und dafür habe ich dann eine Förderung beantragt. Es gibt zig Förderungen in Deutschland. Leider sind sie nicht wirklich bekannt. Deutschland will allerdings schon Fortschritt machen. Aber es will gleichzeitig eben auch genauestens prüfen, ob die, die das Geld empfangen, auch was leisten. Voraussetzung war für mich 12.000 Euro also selbst zahlen, dann kriege ich irgendwann in Zukunft wieder 6.000 Euro vom Staat zurück. Das war krass viel Geld für mich, aber es ging. Also, Deal. Der Vertrag war allerdings so kompliziert auszufüllen, dass eine Firma mir helfen musste. Für 2.000 Euro. Also 14.000 Euro bezahlen, 6.000 irgendwann in der Zukunft wiederbekommen. Das Geld wurde ausgegeben und 4 Monate lang erhielt ich rein gar nichts vom Land. Es war zeitweise wirklich knapp, vor allem wenn das Finanzamt dann die Steuern abgebucht hat. Aber es ging. Nur eben krank werden durfte ich nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Immer performen, immer abliefern. Neue Sponsoren, neue Videos, die viral gehen mussten, also für meine Verhältnisse. Und um ehrlich zu sein, habe ich angefangen, es auch zu genießen. Es tut gut, wenn jemand schreibt. Krass, schon wieder was Neues gelernt. Aber die 12.000 Euro für die Entwicklung der Academy
reichten nicht. Es wurden 16.000, 20.000 jeden Monat mehr und der Skilltree war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal begonnen. Ein Fehler beim Aufsetzen von PayPal in WordPress, was eigentlich easy sein sollte, kostete mich mit dem Freelancer 4.000 Euro. An Krypto, also zum Beispiel eine anonymere Zahlungsmethode, die ich eigentlich einbinden wollte, war nicht mal zu denken. Zu dem Zeitpunkt beendete ich die Zusammenarbeit mit dem Freelancer. Ich selbst konnte das, zumindest nach meinem Gedanken, für weniger Geld besser machen. Aber WordPress war nicht geeignet für den Skilltree. Ich fragte bei einigen Kollegen an. Custom-Lösungen sind unfassbar teuer. Er wollte Krypto, NFTs und Web3 einbinden, um Zertifikate zu einer Art Glücksspiel zu machen. Zeitgleich habe ich meine Fühler dann aber auch in alle anderen Richtungen ausgestreckt. Staatliche Organe, Unis, Hochschulen und auch Firmen. Ich habe unter der Hand sogar mit einem wahnsinnig hilfreichen Mitarbeiter des Kultusministeriums telefoniert. Das sind die, die für Bildung in Deutschland zuständig sind. Seine Aussage: Wenn ich mit Schulen kooperieren will, muss ich eigentlich jede Schule selbst anschreiben, denn jede Schule darf selbst bestimmen. Die haben außerdem kein Geld, also muss eigentlich alles gratis sein. Mein Ziel also: Ich gebe den Lehrern massiv Zeit zurück, um ihre Schüler individuell zu betreuen, aber ich muss irgendwie selbst schauen, wie ich das mit den Finanzen mache. Nice. Auf meine Frage, was denn mit Hochschulen oder Unis wäre, sagte er: Die Unis in Deutschland würden vermutlich nichts mit mir zu tun haben wollen. Die wollen nämlich ihre Hoheit über die Bildung behalten. Sie wollen selbst entscheiden, was gelehrt wird, wie es gelehrt wird und warum. Und genau das spiegelt bis heute meine Wahrnehmung wider. Ich habe mit etwa 10 Unis und Hochschulen bereits mittlerweile gesprochen. Alle waren hoch interessiert und haben sich nach dem Gespräch dann nicht mehr gemeldet. Gleichzeitig schreiben mir tausende Studenten, dass sie ohne meine Videos nicht durch ihr Informatikstudium gekommen wären. Nett, aber zur kurzen Erinnerung: Für den Start sind 100.000 Euro ein Fliegenschiss. 2019 hatten wir etwa 3 Millionen Studierende und Ausgaben von 60 Milliarden Euro für die Hochschulen. 40,8 Milliarden davon waren nur für die Lehre bestimmt. Das sind mehr als 13.000 Euro pro Studi pro Jahr. Aber gut, ich will ja eigentlich auch kein Geld haben mit dem Projekt. Ich will eigentlich nur, dass wir alle zusammenarbeiten. Alle. Und trotz der Ablehnung erreichen mich teilweise sogar Nachrichten von Dozenten und Lehrern, die meine Videos für die Fortbildung nutzen. Sie zeigen sie in der Klasse. Sie scheinen ja also dann nicht so schlecht zu sein. Naja, aber die Firmen sind ebenfalls zögerlich. Warum eigentlich? Bis heute haben wir für keine Firma offiziell Mitarbeiter ausgebildet. Ich habe nur für das Fraunhofer Institut einige Videos erstellt, die ihre Probleme dann erklären, aber eben nicht mit der Academy selbst. Mir schreiben trotzdem regelmäßig Mitarbeiter von Firmen, dass sie meine Videos zur Fortbildung nutzen. Aber die Firmen selbst wollen nicht mitmachen. Ich habe seit Beginn der Entwicklung, ich habe das mal zusammengerechnet für euch, etwa 200 Stunden nur in Videocalls verbracht mit Firmen, die eventuell Interesse hätten mitzumachen. Da ist die Zeit von E-Mails noch nicht mal drin. Mein Kollege ist da noch nicht mal mit eingerechnet, er macht mehr als ich, was das angeht. Selbst mein Management bietet immer wieder an, dass Firmen bei uns mitmachen können. Aber aus nicht einem Gespräch wird etwas. Warum? Das erfahre ich von einem Mitarbeiter eines, sagen wir, namhaften deutschen Automobilkonzerns. Meine Videos sind ja kostenlos auf YouTube. Sie werden von all seinen Kollegen an die Azubis und die Neulinge im Unternehmen gegeben, um denen beim Einlernen zu helfen. Aber die Academy, oder besser gesagt, ich biete ja alles kostenlos an. Wieso sollte man sich dann also an einer Entwicklung beteiligen, die Kosten verursachen könnte? Das erzählt er mir natürlich als langjähriger Zuschauer unter der Hand. Deswegen nenne ich hier auch keinen Namen. Wir starten also von vorne mit der Entwicklung. Ich übernahm also einen von meiner engsten Community als Minijobber für die Entwicklung des Servercodes und engagierte einige Freelancer von Fiverr für die Entwicklung des Designs. Und da hat die Entwicklung der Academy begonnen, so wie ihr sie kennt. Ich glaube, im April 2021 haben wir begonnen. Das Ganze ging bis Oktober letztes Jahr und die Academy wurde veröffentlicht in ihrer ersten Version. Wir wurden überwältigt von eurem Feedback. 2000 Nachrichten in der ersten Woche. Ich habe Tag und Nacht Kommentare, Nachrichten, E-Mails, aber natürlich auch Fehlermeldungen beantwortet. Niemand außer mir war im Support tätig. Bis Januar waren wir nur am Fehler reparieren. Das war großartig und wertvoll. Ab da ging es dann allerdings an neue Features wieder. Und die
will ich heute mit euch teilen. In der Academy gibt es nun die Möglichkeit, zu jeder Lektion Quizzes zu erstellen. Ihr kennt vielleicht auch die Programmieraufgaben, die wir schon länger haben. Wir haben daran gearbeitet, diese ins reguläre Interface einzubinden, sodass ihr auch selbst Aufgaben erstellen könnt, auch zu Lektionen. Ich persönlich bin noch nicht ganz happy, so wie es ist, denn die Quizaufgaben sind auch bislang nur Multiple-Choice-Fragen, obwohl im Servercode auch etwas komplexere Lückentexte und Co. unterstützt werden. Aber es ist ein wertvoller Anfang, sodass ihr selbst mitmachen könnt. Ich will, dass es eure Academy wird, mit eurem Content, eurem Einfluss, und das kann man jetzt schon sehen. Während der Arbeit an diesem neuen Feature ist allerdings das passiert, was zu diesem Video heute führt. Meine Depressionen und Angststörungen wurden immer drastischer. Erst meine Partnerin, dann Familie, dann Freunde, Therapeutin und schließlich nun sogar mein Management und Teile meiner engsten Community haben mit mir ein ernstes Wörtchen geredet. Die Kosten der Academy beliefen sich bis einschließlich September, also letzten Monat, jeden Monat auf 3.000 Euro. Ihr könnt zusammenrechnen, wenn ich das seit April 2021 mache, wie viel das ist. 30 Monate Entwicklung, das macht ungefähr 90.000 Euro. Für manche Influencer ist das nicht so viel, da ist aber meine Arbeitszeit natürlich noch nicht mit drin. Und damit ihr ein kleines Verhältnis seht, bei mir waren die Einnahmen abzüglich aller Ausgaben des gesamten ersten Halbjahres dieses Jahr bei 22.000 Euro. 3.500 Euro jeden Monat, hey, das ist toll. 2.300 Euro nach Steuer, das reicht mir super zum Leben. Aber ich will, dass ihr eben den Vergleich seht. Die Entwicklung der Academy ist verhältnismäßig ein Fass ohne Boden geworden für mich. Mein Management hat mir dafür einen, sagen wir mal, fetten Einlauf gegeben. Sie schleppen Sponsor nach Sponsor an, die ich entweder ablehne oder bewerbe. Ich bin picky und wähle sehr vieles nicht aus, was bei mir beworben werden möchte. Gleichzeitig verbrauche ich Unsummen, die sie irgendwie organisieren müssen. Ich bin Speaker auf Firmenveranstaltungen, ich mache Beratung, Promos, sogar nebenbei Teamleitungsaufgaben für einige bezahlte Projekte, um die Academy finanzieren zu können. Und die Academy selbst ist aber gar nicht so gedacht, dass sie sich finanziell lohnen soll oder kann. Es gab bislang buchstäblich nur eine Handvoll Kurse, die man überhaupt kaufen konnte. Alles andere war gratis. Ein gerechtfertigter Einlauf für die wirtschaftliche Stimme in meinem Umfeld, wenn ihr mich fragt. Für Familie, Freunde oder auch meine Partnerin habe ich eigentlich kaum Zeit gehabt. Das heißt nicht, dass ich jetzt immer irgendwie 16 Stunden, 7 Tage die Woche arbeite. Es ist deutlich weniger, ungefähr 120% von einem normalen Job. Allerdings kann ich in der Freizeit auch nicht wirklich abschalten und denke eben konstant über Arbeit, mögliche Videothemen, Verbesserungen, neue Features und so weiter nach. Aktuell arbeite ich sogar nur noch 8 Stunden am Tag und nur 4 Tage die Woche. Und das tue ich erst, seit meine Therapeutin mir ziemlich genau vor 3 Wochen Bescheid gegeben hat, was los ist. Ich habe ein diagnostiziertes Burnout mit schwerer Depression. Das sagt man meist so einfach, das kann man sich auch nicht so gut vorstellen. Deswegen versuche ich das jetzt mal hier. An manchen Tagen kann ich einfach nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ich schlafe jeden Tag 10 bis 12 Stunden. Wenn ich nicht am Arbeiten bin, kann es passieren, dass ich einfach mitten im Satz aufhöre zu reden und müde werde. Ich habe regelmäßige Panikattacken, wo ich einfach nur plötzlich Puls bekomme und sich einfach alles anfängt zu drehen. Ich zittere und schwitze und kann nicht atmen. Und ohne 2 Kaffees am Morgen stehe ich nicht mal mehr aus dem Bett auf. An keinem Tag. Ich bin heute, der Montag, bevor ihr das seht, beim Skriptschreiben um 10 Uhr auf Kaffee Nummer 4. Und von allen Seiten prasselt bei mir regelmäßig ein, dass das Projekt absolut dumm ist, sich finanziell niemals lohnen wird und nur darauf kommt es an. Und eigentlich wollen es ja nicht mal wirklich die etablierten Hochschulen und Firmen. Ich wurde von einer Firma übrigens sogar angefragt, ob sie nicht meine Videos in ihrem internen Lernsystem verwenden dürfen. Als Gegenleistung wird mein Name genannt. Wenn ich nicht zusage, dann müssten ja die Mitarbeiter immer auf YouTube gehen. Und naja, also ohne Adblocker geht das ja nicht mehr. Das ist ja so nervig dort. Sie würden also lieber die Videos runterladen und bei sich intern einbinden. Und ja, diese Anfrage ist nicht die erste, die ich kriege. Im letzten Quartal ist das 4-mal in ungefähr dieser Form passiert. 4 verschiedene Hochschulen und Firmen wollten einfach meine Videos rippen und Danke schreiben. Und plötzlich bin ich wieder so motiviert wie nie zuvor, ein richtig großes Projekt daraus zu machen, das die Bildung einfach insgesamt verbessert. Was passiert nun also mit der Academy? Das ist die Frage, die mich jetzt dieses ganze Wochenende wieder beschäftigt hat. Schlaf? Nein, auf keinen Fall. Pause? Nicht in meinem Hirn.
Ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich so natürlich nicht weitermachen kann. Ich bin körperlich doppelt so alt, wie ich sein sollte, kann kaum mehr diesen Arm heben wegen den Schmerzen gerade. Und das letzte Mal Sport ist Monate her. Es gibt sogar Monate, wo ich noch nicht mal mehr das Haus verlassen habe. So bin ich auch keine wirkliche Hilfe für euch, sondern einfach nur eine Belastung. Und deshalb drehen wir heute das Ganze einfach mal um. Wir veröffentlichen heute also das Update 2.0, in dem ihr Zugriff auf den Source Code bekommt. Erstmal gibt es den Frontend-Code, an dem ihr mitarbeiten könnt, und relativ bald den Backend-Code, den wir erst noch fertig machen müssen. Es war knapp, okay? Jeder kann damit also am Projekt jetzt mitentwickeln, programmieren und Designs entwerfen. Ihr könnt Bugs fixen, auch wenn es nur kleine Texte sind, oder auch übersetzen. Ihr könnt aber auch innerhalb der Academy mitwirken. Ihr könnt Challenges erstellen, ihr könnt Quizzes erstellen, bald hoffentlich dann auch andere Aufgaben und vielleicht sogar, wenn wir das Feature bekommen, irgendwann Videos. Und dafür bekommt ihr dann Morph Coins, die interne Währung der Academy. Mit dieser Währung oder mit echtem Geld könnt ihr euch dann einen Premium-Account kaufen, wodurch ihr Zugriff auf alle Fragen und alle Quizzes ohne Limits bekommt. Ansonsten seid ihr limitiert auf 6 Quizfragen bzw. 3 Challenges am Tag. Ihr könnt also etwas beitragen oder einfach bezahlen oder einfach Zeit haben und trotzdem all das Wissen for free bekommen. Und alles Geld, was ich am Ende mit der Academy mache, nach Abzügen wie Steuerberater und Co., fließt direkt wieder rein in die Entwicklung, ins Marketing, was auch immer man da braucht. Sprich, wenn ihr die Academy unterstützt, habt ihr die Wahl, wie ihr das machen wollt. Denn ich weiß, dass ihr wohl die intelligenteste Community auf ganz YouTube seid. Und ja, wir brauchen leider ein paar Einnahmemöglichkeiten, denn es war knapp mit dem Steuerberater für die GmbH von der Academy, okay? Aber es gibt trotzdem eine Limitierung, die wir in dieser Lizenz für den Code festgehalten haben. Ihr dürft den Code nicht einfach kommerziell nutzen. Es ist also keine echte Open-Source-Lizenz. Zumindest noch nicht. Und das hat mit meiner Vision an dem Projekt zu tun. Ich möchte, dass wir gemeinsam an einem Bildungsprojekt arbeiten. Ich habe hier kein Projekt erschaffen, das am Ende jede einzelne Schule, Hochschule und Firma nutzen soll. Und dann kocht wieder jeder intern sein eigenes Süppchen mit eigenen Videos. Sondern ich möchte die Bildung für sich beanspruchen und nur in einem internen Portal halten, dazu zwingen zu teilen. Ihr habt Bildungsvideos oder wollt welche machen? Warum sollten nur eure Entwickler das sehen dürfen? Warum darf das nicht ein motivierter Student oder eine engagierte Schülerin sehen? Teilt es mit allen und ihr dürft vielleicht auch das sehen, was andere erstellt haben. Ihr wollt ein Feature? Dann gebt es allen. Wer beiträgt, der kann auch gratis nutzen. Ich persönlich werde mich allerdings erstmal erholen und in eine Art Verwalterrolle gehen. Meine Ideen für die Plattform werde ich mit euch teilen und als Feature definieren, sobald ich kann oder sobald ich möchte. Aber mein Wunsch ist auf lange Frist, dass auch diese Features mit euch diskutiert werden in einem offenen Dialog, was meiner Meinung nach einfach am meisten Sinn macht. Wenn ihr also Entwickler seid, der GitHub-Link ist unten in der Beschreibung, tragt Code bei, erstellt Reviews, testet, was auch immer ihr geben könnt. Ich bin über alles dankbar. Wollt ihr lernen? Die Academy ist selbstverständlich auch unten verlinkt. Und ja, aktuell haben wir nur Informatik im Angebot, aber ich will uns nicht darauf beschränken. Wir können Informatik anbieten, aber auch gerne Mathe, Deutsch, Englisch, Musik oder Wirtschaft. Das liegt ganz bei euch. Ich hoffe, wir können gemeinsam die Grenzen der Bildung verschieben und einfach eine Zukunft gestalten, in der Wissen und Lernen für einfach alle zugänglich sind. Gemeinsam können wir eben, denke ich, mehr erreichen als alleine und das übergebe ich jetzt an euch. Lasst uns keine Plattform bauen, wo am Ende eine Person als Gewinner rausgeht, sondern lasst uns einander dabei helfen, hier mal richtig was zu reißen. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, ich hoffe, ihr auch. Was mich angeht, auf absehbare Zeit werde ich erstmal nur diese Freitags- und Sonntagsvideos erstellen können. Aber ich danke euch für euren ganzen Support, das hat mich überhaupt erst hierher gebracht. Die Möglichkeit, so eine Story zu erzählen und so ein Ding euch anbieten zu können, das haben wahrscheinlich einfach nicht viele. Überhaupt so ein Projekt starten zu können, das verdanke ich euch. Da ich aber merke, wie lange ich schon für Fragen auf Discord oder Instagram brauche, will ich auch hier einen Cut ziehen. Wenn ihr Fragen habt oder Betreuung von mir direkt wollt, die kann ich euch leider noch nicht über die Academy anbieten, aber es gibt auch auf Patreon eine Gruppe, die für Fragen funktioniert. Euch möchte ich ohnehin speziell danken. Ohne euch Patrons wäre das gesamte Projekt einfach unmöglich gewesen und ihr wisst es wahrscheinlich nicht mal. Deswegen danke für eure Unterstützung und ich hoffe,
wir machen das gemeinsam.